Ja, am Wochenende war Gondelfest in Hamburg. Eingeladen hatte Ina Mierich von Gondola e.V. in Hamburg zusammen mit dem CIVV. Es waren Gäste da aus Padua, aus Wien, aus Frankfurt, aus Braunschweig, aus Berlin, vom Tegernsee. Habe ich noch was vergessen? Weiß ich nicht. Jedenfalls ging die Einreise ziemlich flott vonstatten. Als erstes habe ich die Mascareta auf den Anhänger geladen und nach Hamburg gefahren. Das ist ein ganz schön langes Teil. Man sieht, das hier ist länger als ein Truck. Aber ist alles gut gegangen und da wird sie schon abgeladen auf dem Hof von der Bootsvermietung Wüstenberg. Als nächstes kam dann die Gondel dran. Die Gondel lag in Stade noch im Wasser zu dem Zeitpunkt und wird hier auf den Anhänger gezogen. Das war das erste Mal. War alles ein bisschen spannend, hat 6 Stunden gedauert. Vielleicht schaffe ich es später mal in 4 Stunden. Aber dann ist alles gut, sehe ich drauf. Und dann kann es losgehen. Ja, da ist sie jetzt schon in Hamburg und liegt neben Inas Gondel. Ina feiert 15 Jahre Bestehen ihres Vereins und ihrer Gondelfahrten in Hamburg. Das ist ihre Werkstatt unterm Dach. Und da liegen schon die Boote von den Braunschweigern und eins von den Frankfurtern. Und das ist die Willkommensparty. Da gab es lecker was zu essen und es gab auch schöne Musik. Da oben stehen 2 aus Padua auf der Brücke und gucken runter. Das ist, glaube ich, die Braunschweiger Gondel. Ja, das ist der Sepp aus Wien und der Andreas aus Frankfurt. Inas Artikel vor einer Woche erschienen, dass sie die Werkstatt verlassen muss und einen neuen Liegeplatz sucht. Ja. Hans aus Amsterdam. Ina und Tirza. Und da gibt es was zu essen. In der Wanne ist was zu trinken, das ist schön kalt, mit Eiswürfeln. Tirza begrüßt die Leute aus Padua. Die Abordnung aus Padua. Ina fährt mit Johannes Doppio Valesana und dann war der Tag vorbei. Das ist unten im Hafen.
Für den nächsten Tag war eine Menge Wind angesagt. Man saß schon auf der Elbe, da fährt ein Kreuzfahrtschiff vorbei. Also wir wussten nicht so richtig, ob wir das schaffen, bis zur Binnenalster durchzukommen. Vielleicht war Variante 2, uns durch die Kanäle zu mogeln und dann zum Stadtparksee zu fahren. Aber Alster wäre natürlich gut gewesen. Und wir haben es natürlich auch versucht und geschafft. Sepp und Norbert in ihrem Sandolo. Wir hatten Dampfschiffbesuch von Luitpold, ein privates Dampfschiff. Und da sind wir schon unterwegs. Das ist nicht so einfach mit dem iPhone zu fotografieren und gleichzeitig noch zu rudern. Wenn der Wind von der Seite kommt, ist schon doof. Aber waren so schöne Momente, die soll man sich schon mal festhalten. Ja, hier geht's los auf dem Alsterlauf Richtung Heinzpark. ...100 Jahre altes Kanu. So, und hier sind wir dann schon auf der Alster. Auf der Alster selber war es sehr windig, auf der Außenalster, man konnte nicht fotografieren, keine Hand frei für sowas. Aber dann an der Lombardsbrücke war der Windschatten erreicht und man konnte mal ein Päuschen machen. Vorher war nicht dran zu denken, also es war wirklich starker Wind. Ich schätze mal so 4, 5 in Böen. Und sind alle froh, dass sie es geschafft haben. Das Dampfschiff hat es auch geschafft. Und das Kanu auch. Mit Frieda. So, da liegen die Boote dann schon am Ballindamm. Es war ein ganz guter Platz, weil man da in den Europa-Passagen auf Toilette gehen konnte und es war auch windgeschützt. Da hat uns zwar ein Regenschauer erwischt, man sieht da hinten die dunklen Wolken noch, aber dann kam die Sonne gleich raus. Sepp zählt die Enten. Johannes zählt die Enten nicht. Andreas zählt auch die Enten. Ja, da geht's zurück. Die Rücktour war geteilt, also ein Teil konnte durch den Feenteich fahren, nämlich die kleinen Boote, und die großen Boote sind über Mühlenkamp direkt reingefahren, langer Zug. Und dann haben wir uns getroffen, sind also den Stichkanal gefahren und dann in das Rondel. Im Rondel gab es ein kleines Päuschen. Es war also alles ganz entspannt, kein Stress.
Ja, hier ist der Liegeplatz des Dampfschiffes. Wir haben uns da verabschiedet und sind dann jetzt im Leinfahrtkanal unterwegs. Also eine sehr schöne Strecke, gesäumt von Millionärsvillen rechts und links. Also hier wohnen die Reichen und Schönen. Hier gibt es sogar einen Gondelliegeplatz, der aber keine Gondel hat. Ja, ein Grundstück schöner als das andere. Das kann man als Paddler gar nicht alles so richtig sehen, aber als venezianisch-Ruderer hat man da den tollen Überblick und kann das alles klasse sehen. Hier sind wir beim Packen der Verpflegungsbeutel für die Heimreise, damit der Zwischenstopp bei McDonald's ein bisschen später dann passiert. Und das ist unser Abendessen am Sonnabendabend. Ganz große Klasse. Das hat Inas Schwägerin alles vorbereitet. Ja, das ist das, was sich Johannes auf den Teller gepackt hat. In der ersten Runde. Ja, am dritten Tag war es so, dass wir früh 11 Uhr gestartet sind, war ja schließlich Sonntag, und sind Richtung Norden gefahren auf der Alster, auf dem Alsterlauf, haben den Brabantkanal durchfahren und ja, haben wieder wunderschöne Grundstücke gesehen, haben die Wasserschutzpolizei unterwegs getroffen. Ja, und dann gab es Mittagessen, ein bisschen Matjes mit Pellkartoffeln. Aber das ist jetzt hier nochmal ein Bild von unserer Ausfahrt Richtung Brabantkanal. War wieder ein bisschen windig und hier fährt Tirza mit schön gleichmäßig. Muss man sich mal angucken, was Hans da für eine Reichweite hat. Dabei fahren die jetzt noch nicht mal schnell. Ja, das ist das erste Mal, dass ich meine Mascareda von außen sehe.
wenn da zwei gute Ruderer drin stehen. Ja, und jetzt gab es noch eine kleine Wettfahrt. Das Schöne war, dass Ina und Tirza sich ausgedacht hatten, also keine richtige Regatta zu fahren, sondern das alles mal auf den Punkt zu bringen, denn rückwärtsfahren ist nicht so einfach und die Aufgabe war, rückwärts zu fahren und dann ohne das Boot zu drehen, vorwärts Richtung Bootssteg zurück. Und das hat also alle ganz schön angespannt, also muss man sagen. Meistens fährt man ja immer geradeaus. Bremsen ist schon was Besonderes, aber Rückwärtsfahren ist was ganz Besonderes. Die Fotos vom Rückwärtsfahren zeige ich lieber nicht. Ich glaube, das war für alle Neuland. Und jetzt geht's zur Siegerehrung. Hier ist der Wolfgang, der schönste Gondoliere auf dem Wasser, mit seinem ersten Preis. Und da sind wir schon beim Verladen. Und da ist die Mascareta schon wieder in Stade auf dem Grundstück. Nichts kaputt gegangen, alles heil. Und hier wird die Gondel rausgezogen mit dem Kran bei Wüstenberg. Anhänger steht schon bereit. Hier kriegt die Gondel noch ihre Füllung. Und da ist sie abfahrtbereit. Tja, das war's. Wollen wir mal sehen, wie es nächstes Jahr in Frankreich wird. Tschüss, euer Carlo.